wie Schmerzmittel und Beruhigungspillen Menschen in die Abhängigkeit treiben. Ich kann Ihnen sagen, ich hatte buchstäblich keine Ahnung, als ich mich angefangen habe, mit diesem Thema zu beschäftigen, was hier alles unter der Oberfläche hervorkommt, wenn man ein bisschen unter den Hochglanzprospekt schaut oder was darunter liegt. Und das möchte ich heute mit Ihnen erarbeiten, mit Ihnen teilen. Es ist ein Thema, das, sobald es um Sucht, um Abhängigkeit geht, nicht ganz einfach ist zum Bearbeiten. Und es ist ein Thema, das häufig noch tabuisiert wird, das gerne totgeschwiegen wird, auch deshalb, weil halt Verfehlungen über längere Zeit passieren, die dann irgendwann zu einer scheinbar für viele Menschen ausweglosen Situation führen, die aber durchaus rückgängig gemacht werden kann. Und oftmals sind betroffene Menschen auch mit Scham besetzt, mit Schuldgefühlen, und es führt eine lange, lange Geschichte meist dahin, dass es in einer Abhängigkeit endet, ob dies nun Drogen, Medikamente, Rauschmittel, was auch immer sind. Wir werden heute im Wesentlichen die Thematik der Medikamente, nicht so sehr der Rauschmittel wie Heroin anschauen, wobei das natürlich eben sehr eng verwandt ist und darauf möchte ich heute eben auch eingehen. Vielleicht zum Ablauf des Vortrages. Wir werden den aktuellen Anlass, den Martin Meyer schon vorgestellt hat, nämlich die sogenannte Opioidkrise in den USA, werden wir gemeinsam miteinander anschauen. Die weltweite Situation bezüglich Rauschmittel und Medikamentenmissbrauch, ein geschichtlicher Hintergrund dazu, dann auch ein bisschen die physiologischen Merkmale, die sehr wichtig sind, um zu verstehen, warum es überhaupt so weit kommen kann. Wir werden uns die verschiedenen Medikamentengruppen anschauen. Also neben den Schmerzmitteln können wir eigentlich praktisch im selben Atemzug die Beruhigungspillen, Aufputschmittel, Antidepressiva, alle Medikamente, die eine psychotrope Wirkung entfalten, das heißt, sie wirken auf das Nervensystem, damit auf die Psyche. Und wie wir vorhin von Dr. Rauber so schön gehört haben, sie haben eine Wirkung ins Nervensystem, das eigentlich wie ein Feuerwerk im Körper arbeitet. Und genau dort greifen wir mit Medikamenten ein, um oftmals sinnvollerweise für Akutfälle dazwischen gehen zu können, um Menschen Linderung zu verschaffen. Wenn das aber zu lange konsumiert wird, schlägt es in das Gegenteil um und eine Abhängigkeit kann entstehen. Und das werden wir uns genau anschauen. Wir werden auch Kurzfilme sehen, die eindrückliche Fallbeispiele aufzeigen. Wir werden natürliche, bewährte Heilmittel miteinander anschauen, dass Sie auch ein Gefühl dafür bekommen, was Sie Menschen sagen können, die vielleicht in diese Richtung gehen, einer Schmerzmittel-Beruhigungspillenabhängigkeit. Und wir werden uns über die Lebensführung unterhalten und natürlich einen Ausblick machen für ein gesundes Leben, damit wir auch hier anschließen können an das Grundthema dieses Kongresses. Und ich möchte in meinem Referat dazu beitragen, dass wir vielleicht auch ein anderes Sensorium bekommen, wenn wir nachher rausgehen, nach Hause gehen, an unseren Arbeitsplatz wieder gehen und vielleicht etwas besser verstehen oder mit anderen Augen unsere Freunde oder unsere Familie anschauen und vielleicht auch Anzeichen, die in diese Richtung gehen könnten, wahrnehmen können, um solchen Menschen auch frühzeitiger helfen zu können, bevor sie in eine direkte Abhängigkeit geraten sind. Darüber werden wir auch noch berichten heute. Ganz generell geht es mir darum, dass wir wirklich Prävention in unser Glaubenssystem aufnehmen, Prävention an vorderster Stelle stellen in unserem Leben, weil gerade mit Prävention über natürliche Lebensführung, über natürliche Heilmittel und alles, was in unserem Leben einfach und natürlich ist, können wir solche Zustände auch sehr, sehr gut vorbeugen. Gut, das wäre so ein bisschen die Idee des Ablaufes. Also wie gesagt, aktueller Stand der Dinge. Präsident Trump in den USA ruft den nationalen Notstand aus am
8. August 2017, sehr aktuell, und zwar aufgrund der sogenannten Opioidkrise. Also die missbräuchliche Verwendung der Opioide hat dazu geführt, dass die Nation sich in einem schwierigen Zustand befindet. Und einige Zahlen dazu vielleicht, dass wir das verstehen. 2016 haben mehr als 95 Millionen Amerikaner verschreibungspflichtige Opioide im Sinne von Schmerzmitteln eingenommen. 95 Millionen. Rund 2,7 Millionen davon sind abhängig, das heißt, die können das nicht einfach mehr in den Schrank legen, abschließen und fertig. Das geht so nicht. Wenn sie das machen würden, hätten sie massivste Entzugserscheinungen, massivste Nebenwirkungen, wenn sie diese Mittel einfach absetzen würden. Als Gesamtes sterben in den USA 59.000 Menschen an einer Opioidüberdosis pro Jahr mittlerweile. Im Straßenverkehr sind es mittlerweile nur noch 40.000. Alle 3 Wochen erleben die Vereinigten Staaten daher, gemessen an den Todeszahlen, einen 11. September 2001. Alle 3 Wochen. Bei den unter 50-Jährigen sind Opioide häufigste Todesursache. Also nicht Krankheiten, nicht Unfälle, sondern Opioide. Eine unglaubliche Verschwendung und Vergeudung von Leben und Lebenskraft und eine unglaubliche Tragödie nicht nur für die betroffenen Menschen, sondern gleichwohl für ihre Familien, für ihr gesamtes Umfeld. Die Erwerbsquote ist auf einem 40-jährigen Tiefstand angelangt, oft weil Mitarbeiter die internen Drogentests nicht mehr bestehen oder gar keinen Job bekommen, weil sie durch die Drogentests fallen. Und dementsprechend sind 10% der erwerbsfähigen Bevölkerung daran gescheitert, an dieser, könnte man sagen, Medikamentenfalle. Und da können wir verstehen, dass dies zu einer wirklich schwierigen gesellschaftspolitischen, ökonomischen Situation führt, abgesehen von all dem Leid, das passiert durch diesen Zustand, und dass da der Notstand ausgerufen worden ist. Auf der anderen Seite habe ich mich schon gefragt, wie konnte es so lange gehen, bis der Notstand ausgerufen worden ist, wenn ich diese Zahlen lese. Also auch da wieder der präventive Gedanke, die Ehrlichkeit mit sich selber oder mit dem System. Ich glaube, das tut wirklich Not, ohne da irgendetwas verurteilen zu wollen. Was bedeutet der nationale Notstand? Es ist so, dass dadurch zum Beispiel Polizisten oder auch Ambulanzwagen besser ausgerüstet sind für Notfälle, wenn sie also Menschen antreffen, die eine Überdosis zu sich genommen haben, dass sie denen durch Gegenmittel schneller und besser und effizienter helfen können. Damit ist natürlich noch nicht wahnsinnig viel gemacht, aber trotzdem, es ist zumindest das Ziel, dass man dadurch die Todesraten senken wird. Vorneweg bitte ich Sie oder möchte ich gerne mit Ihnen das Thema der Opioide kurz erarbeiten, was das überhaupt ist. Opioide sind natürliche, aus dem Opium gewonnene oder halbsynthetisch hergestellte Arzneimittel mit schmerzlindernden, dämpfenden, beruhigenden und eben psychotropen Eigenschaften. Sie werden in Form von Tabletten, von Tropfen, aber auch als Injektionen und häufig auch als transdermales Pflaster verabreicht. Das heißt, ein Pflaster mit dem Wirkstoff drin wird aufgeklebt und das Pflaster gibt langsam dosiert diese Wirkstoffe ab. Sie werden natürlich hauptsächlich gegen Schmerzen, aber auch gegen Husten oder auch in der Anästhesie eingesetzt, da sie eben auch dämpfen, dumpf machen oder eben auch Empfindung wegnehmen. Vor einer Operation zum Beispiel können auch Opioide so eingesetzt werden. Eine Überdosis davon ist lebensgefährlich, besonders gefürchtet ist die mögliche Atemlähmung. Vielleicht ein Beispiel aus dem letzten Jahr. Der Popstar Prince, haben Sie bestimmt gelesen, ist letztes Jahr verstorben. Er ist offiziell an einer Überdosis Fentanyl gestorben, eines dieser Opioide, das gegen starke Schmerzen eingesetzt wird. Oft ist auch die Problematik, dass sich dann diese Opioide vielleicht mit anderen Medikamenten, die genommen werden, vielleicht mit Alkohol, was auch immer, aufschaukeln können und
da dieses Fentanyl 300 Mal stärker ist als Heroin, ist die Grenze, die therapeutische Einsatzmarke sehr, sehr eng gesteckt und dann ist man sehr schnell an dem Punkt, wo man an einer Überdosis sterben kann. King of Pop, Michael Jackson, starb 2009 an einer ärztlich verordneten Überdosis von Propofol, welches auch in diese Kategorie geht und welches ihm auch durch einen Arzt verabreicht wurde, um ihn ruhig zu stellen, um ihn quasi in den Schlaf zu wiegen. Und das ist dann tatsächlich schiefgegangen. Von einem gewissen Moment weg ist dann die Atemlähmung eingetreten und er ist hinübergegangen. Mögliche Nebenwirkungen bei therapeutischer Dosis sind Verstopfung, Übelkeit und Müdigkeit. Und eben ganz wichtig, diese Opioide, die können als Rauschmittel missbraucht werden und können zu einer Sucht oder einer Abhängigkeit führen. Vielleicht zum historischen Hintergrund. Die natürliche Version der Opioide ist das Opium aus dem Schlafmohn gewonnen, seit vielen tausend Jahren als Rauschmittel, aber auch als Schmerzmittel, auch als Beruhigungsmittel eingesetzt. 1803 wurde zum ersten Mal Morphin aus Opium synthetisiert. Das war quasi so die erste mögliche Verabreichung aus dem Labor. 1898 hat die Firma Bayer Heroin auf den Markt gebracht als Schmerzmittel, als Depressionsmittel, bei Bronchitis, bei Asthma, bei Magenbeschwerden, bei Krebsbeschwerden wurde Heroin als Mittel, ein Wundermittel gegen alles eingesetzt. Und das ist viele Jahre so gut gegangen. Allerdings haben wir dann schon festgestellt, dass 1910 in den USA bereits mindestens 10% der Ärzte heroinabhängig waren. Also die haben das auch als Aufputschmittel, auch als Beruhigungsmittel und eben halt auch als, man könnte sagen, ja, Lifestyle-Droge schon missbraucht. Damals war es aber so, dass Heroin in Tabletten abgegeben wurde und nicht per Injektion, was die Wirksamkeit und auch die Einsetzbarkeit wesentlich besser dosierbar gemacht hat. Das ging weiter so bis 1930, wo das Problem wirklich groß geworden war, weltweit unter den Ärzten und mit vielen Heroinabhängigen auf der Welt. Und da hat man Stopp gesagt. Man hat ein internationales Opiumabkommen ins Leben gerufen. Von da an wurde die ganze Geschichte illegalisiert. Man muss sich vorstellen, die Jahresproduktion, die offiziell über die medizinischen Kanäle vertrieben worden war, das waren rund 2000 Tonnen Heroin pro Jahr. Der Schwarzmarkt hatte damals schon einen Umfang von 9 Tonnen pro Jahr im Vergleich zu 2 Tonnen offiziell. Das Ganze ist also dann in den Untergrund gegangen und seither gilt Heroin tatsächlich als Rauschmittel. Um 1940 bis 1960 sind dann erste synthetische Opiumpräparate auf den Markt gekommen, die sogenannten Opioide, eben Namen wie zum Beispiel Fentanyl, das ich schon erwähnt hatte, zum Beispiel Oxycodon, Tramal, Tramadol, das sind Medikamentennamen, die Sie vielleicht schon gehört haben, vielleicht auch kennen. Morphium weiterhin als das eingesetzt. Und 1972 folgten dann in Europa die Betäubungsmittelgesetze. Und zum Beispiel 1987 gab es zum ersten Mal Substitutionsprogramme für Heroinabhängige, Opioidabhängige in Europa, weltweit, die dann zum Beispiel versuchten, mit Methadon, einem weiteren solchen Opioid, Menschen von der Sucht wegzubringen, was heute noch praktiziert wird. Was eine weniger schadende Substanz ist als das Heroin selber. Aber wie gesagt, nebenbei ist ganz unmerklich die Menge der Opioide, der Medikamente gewachsen, die in Tablettenform, in Tropfenform oder als Injektion ebenfalls abgegeben worden sind, unter ärztlicher Kontrolle, die aber genauso mit dem gleichen Ablauf eben auch zu Abhängigkeit führen kann, genauso wie das Heroin tut. Wenn wir von den Opioiden sprechen, ist es aber gut, wenn wir das gerade vorne wegnehmen, die weiteren Klassen, die wir heute anschauen werden. Also wie gesagt, Opioide sind hier einige Markennamen, die unter anderem bekannt sind.
Bei den Antidepressiva sind das hier bekannte Namen. Die wirken eigentlich im Prinzip am genau gleichen Ort, ein bisschen abgeändert. Beruhigungsmittel, wahrscheinlich kennen Sie Valium, Sie kennen vielleicht Stilnox, Tranxilium. Ins gleiche Horn bläst die Gruppe der Stimulantien, Ritalin, Medikinet, Concerta, Modafinil und so weiter. Ihr Wirkmechanismus ist eigentlich der gleiche, das, was dabei herauskommt, ist ein bisschen anders. Diese Grafik ist für mich sehr eindrücklich. Es ist eine von verschiedenen Grafiken, die Sie finden können im Internet. Und hier geht es darum, Sie sehen hier die blaue Linie, die zeigt die Todesraten von Herointoten in den USA von 1999 bis und mit 2014. Und Sie sehen, ab 2010 gibt es einen steilen Knick nach oben bei den Herointoten in den USA. Die orange Linie, das ist die Summe aller Opioide. Das heißt, all jene Substanzen, Heroin, Oxycodon, Fentanyl und so weiter, also all die Substanzen, die wir bis jetzt genannt haben, zusammengerechnet. Da sieht die Kurve ganz anders aus, auf einem ganz anderen Level. Und das ist schon erstaunlich, wenn man das sieht. Also die Anzahl, die schiere Anzahl jener, die an den verordneten Medikamenten sterben und nicht an Straßendrogen wie Heroin, die ist beträchtlich, sehr beträchtlich. Und eigentlich ein verhältnismäßig kleiner Anteil geht tatsächlich auf die Kosten des Heroins. Und hier noch einmal grafisch verdeutlicht, Todesfälle in den USA nach Ursache. Sie sehen zum Beispiel hier die orange Kurve, das sind die leicht abnehmen und hier relativ konstant bleiben. Dann sehen wir die Suizide, die ganz leicht ansteigen. Und dann sehen wir diese steil ansteigende Kurve vom Jahr 2000 bis zum Jahr 2015. 2016 schon bei 60.000 Toten, hier noch bei 52.400 im Jahr 2015. Also Sie sehen, das ist wirklich ein Problem und es rafft wirklich 60.000 Menschen im letzten Jahr zu Tode durch die Einnahme solcher Substanzen. Wie das weltweit ausschaut, das haben wir hier. Sie sehen hier diese Balken und ich habe einige Länder jetzt hier farblich unterlegt, von denen auch Vertreter hier im Saal sitzen, dass Sie selber schauen können, auf welcher Ebene sich Ihr Land befindet. Wir sehen Italien, wir sehen Neuseeland, Great Britain recht weit unten. Wir sehen aber zum Beispiel auch Kanada, Deutschland, Österreich, Schweiz mit auch verhältnismäßig hochgerechnet pro Million Einwohner sehr vielen Opioidsüchtigen und Opioid-Konsumierenden, wobei die Vereinigten Staaten natürlich weitaus die Vorreiterrolle übernehmen. Wie konnte es so weit kommen? Das ist eine Geschichte für sich. Ich habe nicht die Zeit, heute da wirklich hineinzugehen, um die genauen Hintergründe zu erörtern. Es ist einfach so, das können Sie wirklich in vielen Quellen jetzt nachlesen, besonders seit dem August 2017, wo die Opioidkrise ausgerufen wurde, dass halt da über Jahrzehnte auch Lobbyarbeit in der Politik betrieben wurde, über die Pharmaindustrie, die alte Geschichte, und dass immer wieder die Harmlosigkeit dieser Medikamente, den Gebrauch dieser Medikamente verharmlost wurde, den Menschen das herangetragen wurde, die Ärzte halt auch entsprechend motiviert worden sind, diese Substanzen abzugeben. Und wenn man mit Fachleuten auch von hierzulande spricht, wird einem bewusst, dass auch der Gebrauch von diesen opioidhaltigen Mitteln in den letzten Jahren, Jahrzehnten auch hierzulande deutlich zugenommen hat. Eine gewisse Hemmschwelle scheint wie überschritten worden zu sein. Und diese Mittel werden deutlich schneller, deutlich häufiger verabreicht, als das vielleicht früher noch der Fall war. Es gibt aber auch die gegenläufige Bewegung. Gerade zum Beispiel in Deutschland gab es 2011 die Situation, dass im Ostalbkreis viele drogentote Jugendliche zu beklagen waren und dass man dem nachgegangen ist. Das war also nicht Straßenheroin, das diese Jungen umgebracht hat, sondern es waren verschreibungspflichtige Medikamentensubstanzen, wie zum Beispiel Fentanyl.
Und man ist dem nachgegangen und hat herausgefunden, dass ungefähr 10 Ärzte in dieser Region eine sehr, sehr lockere Verschreibungspraxis gepflegt haben und zum Teil sogar an süchtige Menschen solche Schmerzmittel verabreicht haben, respektive verschrieben haben, welche dann zu Überdosen geführt haben bei nicht sachgemäßem Einsatz. Das gab Gerichtsfälle darüber. Apotheker wurden angegangen. Apotheker haben eine Abgabepflicht. Wenn jemand mit einem Rezept kommt, dann ist der Apotheker verpflichtet, dieses Medikament auszuliefern, ob er das nun gut findet oder nicht. Das ist also eine schwierige Geschichte auch von der Rechtsprechung und Gesetzgebung her. Was man aber wirklich sagen kann, seit diesem Zeitpunkt ist die Problematik dieses Missbrauchs, besonders von Fentanyl in Deutschland, deutlich zurückgegangen und auch deutlich weniger geworden, weil einfach die Sensibilisierung über die Behörden, über die Medizin, über die Apotheken und in der Öffentlichkeit deutliche Schritte vorwärts gemacht hat. Das ist die gute Nachricht daran und das ist definitiv auch ein Schritt, der jetzt in den USA unbedingt auch nötig geworden ist. Es gibt das WHO-3-Stufen-Schema der Schmerztherapie. Einfach, dass wir begreifen, nicht jeder, der mit schmerzendem Knie zum Arzt geht, bekommt ein Opioid verschrieben. Das ist schon nicht so. Wir haben hier zum Beispiel bei schwachen Schmerzen, haben wir die berühmten Schmerzmittel wie Paracetamol oder vielleicht auch Ibuprofen, entzündungshemmende, schmerzlindernde Mittel. Wenn es dann stärker wird, kommen dann Substanzen wie Tramadol, Tilidin, Codein, also schwach wirksame Opioide zum Einsatz. Erst wenn es richtig ernst wird, bei langanhaltenden Schmerzen, sind dann die stark wirksamen Opioide dran, wie zum Beispiel eben dieses Morphin, Oxycodon, Fentanyl und so weiter. Also das ist schon einiges an Geschirr zerschlagen worden und natürlich wird das oft auch nach Unfällen, nach Operationen und nach wirklich langen Geschichten eingesetzt. Und da möchte ich wirklich dazu aufrufen, es geht hier nicht darum, etwas zu verurteilen. Es ist ein Segen, dass es diese Medikamente gibt in Notsituationen, dass die eingesetzt werden können, wenn es ein Mensch wirklich braucht. Und jemand, der vielleicht schon chronische Schmerzen gehabt hat, der kann ein Lied davon singen, was es bedeutet. Das ist wirklich ein Segen. Aber wie bei allem ist es so, dass diese Medikamente Notfallmaßnahmen sind, Notfallmedikamente. Und das gilt für die Antidepressiva, es gilt für die Beruhigungsmittel in gleichem Maße. Eigentlich sind alle schulmedizinischen Medikamente Notfallmaßnahmen. Und gerade hier in diesem Bereich dieser psychotropen Medikamente ist klar, dass in jedem Beipackzettel steht, dass diese Medikamente nur über ein paar Wochen verabreicht werden dürften und dann unbedingt ausgeschlichen und abgesetzt werden müssen, weil sie sonst zur Abhängigkeit führen können. Das ist der Pharmaindustrie bewusst, deshalb schreibt sie es in den Beipackzettel. Ich erinnere da an die Aussagen von Willy Luger von gestern, der auch gesagt hat, die Industrie weiß genau, was sie macht mit diesen Substanzen. Sie schreibt sogar in den Beipackzettel, am Ende interessiert es die wenigsten. Man dürfte ja die Salbe gar nicht mehr auftragen, wenn man wirklich den Empfehlungen folgen würde. Und es ist klar, dass hier eine Not besteht, wenn jemand solche Medikamente einnimmt. Aber es braucht dringend von unserer Seite als potenzielle Patienten und von der Ärzteseite her eine viel, viel höhere Hemmschwelle, mit solchen Mitteln zu arbeiten und eine viel, viel kritischere Ansicht oder Herangehensweise. Darauf kommen wir auch noch zurück. Vielleicht zu verstehen, was ich vorhin angefangen habe mit der Thematik der Schmerzmittel. Wie ist es überhaupt möglich, dass uns solche Stoffe buchstäblich süchtig abhängig machen können, dass wir nicht mehr ohne diese Medikamente auskommen? Und dazu habe ich Ihnen hier dieses etwas technische Bild eingeblendet. Und zwar sehen wir hier genau die Stelle, wo das Feuerwerk seinen Lauf nimmt, wie das Herr Rauber gesagt hat. Es sind hier zwei Nervenzellen, die zusammenkommen. Das eine ist hier dieser Teil der Nervenzelle und hier kommt die nächste. Und dazwischen finden wir diesen sogenannten synaptischen Spalt. Und dort drin findet physisch gesehen zwischen den Zellen die Kommunikation statt.
Das heißt, wenn ich mir die Hand vielleicht verbrenne, dann gehen Nervenimpulsen von der Hand zurück, fließen zum zentralen Nervensystem. Und nach jeder Zelle kommt ein solcher synaptischer Spalt. Diese kleinen rosaroten Punkte hier, das sind die Neurotransmitter, das sind Botenstoffe. Das sind eigentlich, man könnte sagen, auch hormonähnliche Stoffe. Und sobald ein Schmerzimpuls von hier kommt, werden diese Bläschen hier geöffnet und diese Neurotransmitter gehen hier in diesen synaptischen Spalt. Und da drüben sind die Schlüssellöcher dazu. Das sind die Rezeptoren. Wenn jetzt dieser Neurotransmitter hier andockt an diesem Rezeptor, gibt dieser ein Signal, damit einfach gesagt der Schmerzimpuls weitergeleitet werden kann. Und so geht das körperlich gesehen Zelle um Zelle um Zelle. Es gäbe da noch den elektromagnetischen Aspekt darin, aber das ist für unser Verständnis nicht essentiell. Jetzt, was passiert, wenn wir Schmerzmittel einnehmen? Und zwar von den Schwachen bis zu den Allerstärksten. Die Schmerzmittel, die wandern tatsächlich hier zum synaptischen Spalt und die machen hier das Schlüsselloch zu. Das heißt, der Neurotransmitter, der kleine pinke hier, kann nicht mehr andocken. Dementsprechend geht kein Schmerzimpuls weiter und der Schmerzimpuls wird im Prinzip dort gestoppt, wo er entstanden ist. Schmerzen gehen weg, es wird erträglicher. Speziell jetzt aber bei den Opioiden ist es so, unser Körper ist ja nicht dumm, keineswegs. Und er weiß, wenn irgendwo im Körper Schmerzimpulse ausgesendet werden, dann muss das irgendwo ankommen. Das ist der natürliche Weg, damit auch Schmerz wieder abgebaut werden kann, damit die körpereigenen Regulationsmechanismen ihren Lauf nehmen können. Und wenn dies nicht passiert, vom Anfang bis zum Ende, dann merkt der Körper, Moment, hier stimmt etwas nicht. Und dann fängt er an, wenn hier all die Rezeptoren durch Schmerzmittel und Opioide blockiert sind, fängt er an, einfach mehr Schlüssellöcher zu produzieren, mehr Rezeptoren. Ganz einfach, weil er merkt, da stimmt etwas nicht, da sind Schmerzimpulse da, die kommen nicht an. Warum kommen die nicht an? Da müssen wir mal ein paar Leute losschicken und zu schauen, was da überhaupt passiert. Und im Endeffekt ist es so, dass wir eine starke Vermehrung von diesen Empfängerrezeptoren hier vermerken können. Und was passiert jetzt, wenn ich immer täglich die gleiche Dosis an Medikamenten einnehme? Mehr Rezeptoren, einfache Geschichte, das Schmerzmittel reicht nicht mehr aus und die Schmerzimpulse werden plötzlich doch wieder weitergegeben. Das heißt, der Patient kommt wieder in die Praxis und sagt, Herr Doktor, mein Arm tut aber wieder weh, meine Gelenke tun wieder weh. Ja? Und dementsprechend sagt Ihnen der Arzt, ja gut, nehmen Sie eine zweite Tablette. Was die ersten Tage, vielleicht Wochen wieder helfen wird, weil die vielen Rezeptoren von der höheren Dosis der Wirkstoffe wieder stillgelegt werden. Nach einigen Wochen kommt der Patient zum Arzt und sagt, Herr Doktor, mein Arm tut wieder mehr weh. Dann nehmen Sie wieder eine Tablette mehr. Und das ist ein bisschen lapidar erzählt, aber es ist genau das, was wir letztendlich in den Praxen erkennen können. Wir haben immer wieder Patienten, die kommen und sagen, schauen Sie, ich habe immer mehr genommen. Mein Arzt hat immer wieder gesagt, ja, nehmen Sie noch eine Tablette mehr. Und am Schluss hat er mir gesagt, Herr Meier, jetzt haben Sie eine Dosierung eines Heroinabhängigen. Jetzt kann ich Ihnen nicht mehr helfen. So geschehen. Was machen wir nun? Es gibt zum Glück die Möglichkeit, und das möchte ich jetzt vorgreifen, dass wir solche Zustände tatsächlich behandeln können. Das ist aber nicht etwas, was irgendwo am Wochenende in der Wohnstube, im Wohnzimmer zu Hause gemacht werden kann oder nebenbei am Arbeitsplatz. Oftmals sind Menschen dann über Wochen, über Monate damit beschäftigt, langsam wieder herunterzukommen, langsam die Normalität wieder an den Rezeptoren, an den Andockstellen wiederherzustellen, dass der Körper die Chance hat, schrittweise diese Rezeptoren wieder abzubauen. Und das gehört in fachliche Hände. Das ist nicht etwas, was man zu Hause einfach mal so nebenbei tun kann. Da gibt es großartige Erfolge. Es gibt viele Kliniken, auch in Europa, in der Schweiz, in Deutschland, die diese Arbeit leisten.
Aber es ist etwas bedenklich, wenn man sieht, wie viele Menschen dort sind, aus welchen Gründen sie dort sind, dass es wirklich vermeidbar gewesen wäre. Und wenn ich jetzt hier über die Opioide, die Schmerzmittel spreche, dann können wir genauso im gleichen Atemzug die Beruhigungsmedikamente nennen, die Antidepressiva, die Aufputschmittel, die am ganz genau gleichen Ort wirken, die entweder Botenstoffe blockieren oder die Aufnahme der Botenstoffe blockieren und dadurch die Signalweiterleitung vielleicht in einer beruhigenden Art und Weise, in einer schlaffördernden Art und Weise oder einer schmerzlindernden Art und Weise eben blockieren. All diese Medikamente setzen genau dort an und unterbrechen körperliche, wichtige Impulse, die uns eigentlich unser Körper gibt, um uns zu zeigen, hey, du bist nicht in der Balance, du musst etwas tun, du musst etwas verändern. Und genau an diesem Ort setzen diese Mittel an und man könnte sagen, unterbrechen eigentlich die natürliche Kommunikation von unserem Körper mit unserer Seele, damit wir auf beide Seiten kommunizieren können. Wie das ganz praktisch aussehen kann, da möchte ich Ihnen jetzt einen Film zeigen. Ich bitte Marcel, diesen Film einzuspielen über einen deutschen Patienten. Er war opioidabhängig, sein Name Jochen Redma, und hören Sie selbst, was er darüber sagt, was er erlebt hat. Also Sie sehen, es passiert in unserer Nachbarschaft, es passiert irgendwo in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland. Man sieht es den Menschen nicht unbedingt an, aber sie befinden sich in einer großen Not. Und letztendlich braucht es massive medizinische Maßnahmen über eine lange Zeit, um diese Geschichte wieder zurückzubringen an den Ursprung. Es ist einfach eine medizinische Fehlleistung, dass solche Medikamente verschrieben werden, ohne dass all die möglichen Zusammenhänge und Ursachen geprüft worden sind, die dazu führen können, dass Menschen unerträgliche Schmerzen leiden. Angefangen bei der Wirbelsäule, bei den Gelenken, bei dem Bindegewebe und so weiter und natürlich eben nicht zu vergessen die Psyche. Und wir stellen fest, wenn man solche Berichte über solche Entzugskliniken liest, dann ist es wirklich so, dass wenn die Medikamente reduziert werden können, erst dann die Arbeit anfängt. Dann fängt die Arbeit an, mit den Patienten sie psychotherapeutisch zu beraten, zu betreuen und die wirklichen Traumen, die wirklichen Toxine, die wirklichen Gedanken, von denen wir gehört haben, zu transformieren, zu entgiften, zu entlasten, um tatsächlich wieder an den Punkt zurückzukommen, wo das Ganze seinen Lauf genommen hat. Und das kann selbstverständlich durch eine Unterdrückung, durch ein Kappen der Kommunikation, durch den Seitenschneider, der das Kabel durchschneidet, kann diese Problematik nicht gelöst werden. Es ist ein Aufschieben einer Problematik, die irgendwann in einem menschlichen Leben angegangen werden muss. Wenn Sie denken, dass diese Problematik eben vor allem in den USA passiert, weit gefehlt, lassen Sie uns einmal ein paar Zahlen anschauen aus der Schweiz, ganz praktisch. Verkehrssicherheit in der Schweiz. Aktuelle Zahlen von der Sonntagszeitung, 29. Oktober 2017. Die Zahl der Ausweisentzüge in der Schweiz wegen Medikamentenmissbrauch explodiert. Das passiert tagtäglich auf unseren Straßen. In der Schweiz war die Rangliste bisher von den Betäubungsmitteln war Nummer 1 Cannabis, dann Kokain, Aufputschmittel, Beruhigungsschlafmittel oder dann 5. starke Schmerzmittel. 60% der Ausweisentzüge entstanden durch Drogenkonsum, 40% durch Medikamente, welche durch chemische Substanzen, nicht durch Geschwindigkeitsübertretung oder so entstanden sind. Jetzt hat sich das umgedreht, erstmals. Wegen Schmerzmitteln, Ritalin und Beruhigungspillen verlieren erstmals mehr Lenker ihren Ausweis als unter Einfluss von Cannabis und Kokain. Die Zahl der Ausweisentzüge aufgrund Medikamenten- oder Drogenkonsum hat sich seit 2011 verdoppelt in der Schweiz. Das Bundesamt für Straßen zählt 5000 Ausweisentzüge aufgrund Drogen- oder Medikamentenkonsum am Steuer. Im Jahr 2011 gab es rund 250 Unfälle unter Medikamenten und Drogen. Im Jahr 2016 sind es schon 350 Unfälle pro Jahr. Und eigentlich ein Abbild der Gesellschaft. 2 Millionen Menschen in der Schweiz konsumieren täglich
starke Schmerz-, Schlaf- oder Beruhigungsmittel sowie Aufputschmittel wie Ritalin. Die Zeit, dass Ritalin nur hyperaktiven Kindern abgegeben wurde, ist leider vorbei. Und das hören wir immer wieder von Lehrern oder von Betreuern von Studenten, dass der Konsum dieser Aufputschmittel wie Ritalin deutlich zugenommen hat in den letzten Jahren. Die Hemmschwelle sinkt enorm in unserer Gesellschaft, um sich leistungsfähiger zu machen durch Aufputschmittel. Ein Problem dabei, und das sind jetzt Zahlen aus Deutschland, 18,7 Millionen Packungen Schlaf- und Beruhigungspillen werden in Apotheken abgegeben 2014. Zusätzliche 8,2 Millionen Packungen werden durch Ärzte an Privatpatienten abgegeben. Das heißt, diese laufen nicht über die Kasse, werden privat bezahlt. Man könnte schon fast von einem Untergrundmarkt sprechen. Eigentlich sind das nur Schätzungen, diese 8,2 Millionen Packungen. Man kann es nicht genau evaluieren, weil die an der Krankenkasse vorbeilaufen. Es könnte auch viel mehr oder viel weniger sein. 2015 gibt es in Deutschland 1,2 bis 1,5 Millionen Benzodiazepinabhängige, das heißt Beruhigungsmittelabhängige. Und 18,5% der Verschreibungen erfolgen durch Neurologen und Psychiater, also Spezialärzte, die sich tagtäglich mit den Folgen, mit den Ursachen dieser Problematik, der Beruhigungsthematik beschäftigen. 70% der Verschreibung erfolgen durch Allgemeinärzte. Es besteht mittlerweile die einhellige Meinung, dass diese Medikamente eigentlich nur noch von Spezialärzten verschrieben werden dürften, weil diese zumindest eher sensibilisiert sind auf die Problematik und eher wissen, was dabei passieren kann. Leider ist es so, dass sehr viele Allgemeinärzte einfach auch von der schieren Flut der Menschen, die zu ihnen kommen, überwältigt sind, überfordert sind und sehr schnell auch bereit sind, solche einfachen Beruhigungsmedikamente abzugeben. Und wenn sie 70, 80 Patienten am Tag betreuen müssen, durchschleusen müssen, ist der Weg relativ kurz dazu, dass sie einfach das nächste Rezept nehmen, das wieder ausfüllen und dem Patienten abgeben, sodass er das in der nächsten Apotheke abholen kann. Das ist eigentlich genau die Geschichte, die in vielen Fällen passiert. 1/3 aller Oberschenkelhalsbrüche passieren durch Abhängigkeit von Beruhigungsmitteln. Das sind die Folgekosten des in Deutschland sogenannten Sediersystems, das größere Teile der Bevölkerung durch Medikamente sediert heruntergefahren werden, von jung bis alt. Und die geschätzten Folgekosten dieser Tablettenabhängigkeit in Deutschland 1,4 Milliarden Euro pro Jahr. Dass wir es hier mit einer wirklich manifesten Abhängigkeit und Sucht zu tun haben, das ist nicht einfach nur so eine Geschichte, wo man gern mal am Abend vielleicht nicht nur ein Glas Wein trinkt, sondern vielleicht 2 Gläser oder vielleicht gern viel isst, sehr gern Schokolade hat und fast nicht widerstehen kann, möchte ich in einem Beispiel zeigen. Und zwar Abhängigkeit in Worten. Das Schlafmittel Stilnox ist weiterum bekannt. Und das hier sind Worte, die eine Schweizer Patientin, die im Entzug ist von Benzodiazepinen, Schlafmitteln, Beruhigungsmitteln, nach 6 Wochen Entzug, also Halbzeit, geäußert hat. Sie wurde gefragt, wenn Sie sich die Tablette Stilnox als Person vorstellen, wie wäre sie dann? Stilnox, eine liebe Person, ich mag alles an ihr, schon ihr Name Stilnox, ich würde sie anlachen. Sie haben mir so viel geholfen, mir die Ängste genommen, einen Mantel gegeben, wenn mir kalt war. Sie ist so zierlich, wie eine gute Fee. So schlank sind die Tabletten, so klein und die Packung so elegant. Am Abend war die Stilnox ein Schlafmittel, am Morgen ein Beruhigungsmittel. Plötzlich waren es 30 Pillen am Tag. Das war 3 Jahre nach der ersten Stilnox. Wir bedenken, diese Pillen dürften eigentlich nur 4 bis 8 Wochen verschrieben werden, ohne Kontrolle. In der Apotheke sagte ich, ich komme meine Diamanten holen. Wenn ich keine Tabletten hatte, war ich am Morgen aggressiv. Mein Kopf war wie ein Wasserstrudel, es gab nur noch die Tabletten. Also ich denke, Sie können die Problematik erkennen. Das ist nicht etwas, was einfach so über Nacht passiert. Und es ist auch nicht etwas, was sich einfach so mal schnell am Wochenende lösen lässt. Das ist eine ernsthafte Geschichte mit der Billigung vieler Ärzte, das müssen wir hier sagen, mit der Billigung der Pharmaindustrie
und unter dem Deckmantel des Gesundheitswesens. Und das ist nicht richtig. Und ich möchte mit Ihnen gerne einen etwas längeren Film anschauen über eine junge Patientin aus Deutschland, die genau dies erlebt hat. Es geht hier um Carina, alles andere werden Sie im Film erfahren. Ja, ich glaube, dieser Film spricht wirklich Bände. Man muss das nicht weiter kommentieren. Ich hätte noch viele Folien dazu, das braucht es gar nicht. Ich denke, Sie haben gesehen, um was es geht. Und ich glaube, es ist uns bewusst geworden, dass wir uns wirklich schützen müssen vor diesen Praxen, vor diesen Praktiken, die da in der Medizin angewendet werden, die uns von der Pharmaindustrie als das Allheilmittel empfohlen werden. Schnell mal, wenn sich jemand unwohl fühlt, Herzrasen hat, vielleicht nicht schlafen kann, nicht mehr herunterfahren kann, werden von den Ärzten diese Substanzen empfohlen und verschrieben und dann oft langfristig. Und obwohl es eigentlich völlig klar ist, in jedem Beipackzettel steht, es gibt viele, viele Studien, die das belegen, werden diese Mittel einfach weiter und weiter und weiter in zunehmend stärkerer Dosierung verschrieben, bis es am Ende heißt, ja, Ihre Krankheit ist zurück. Wobei das Ganze gar nichts mit der Krankheit zu tun hat, sondern mit dem Medikament, das eine verstärkte Symptomatik hervorgebracht haben. So wie die Schmerzen, die zunehmen, je mehr Medikamente Sie nehmen. Medikamente erzeugen eigentlich oftmals mehr Schmerzen, mehr Depressionen, mehr Unruhesymptome. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir uns bewusst sind, und das sind hier Empfehlungen der Schweizer Patientenorganisation, dass wir uns entsprechend verhalten. Informieren Sie sich auf seriösen Gesundheitsseiten im Internet, bevor Sie zum Arztgespräch gehen. Schreiben Sie Ihre Fragen auf. Fragen Sie, wie viel Zeit eingeplant ist für mich. Falls sie nicht genügt, machen Sie einen neuen Termin. Lassen Sie sich von einer Vertrauensperson begleiten. Bestehen Sie im Zweifelsfall auf das Einholen einer Zweitmeinung. Und lassen Sie sich nicht zu einer sofortigen Entscheidung drängen. Gut. Dann eine Geschichte zu den Antidepressiva. Das geht eigentlich in die genau gleiche Richtung. Wir könnten das genau gleiche jetzt wiederholen. Ich möchte eine Sache noch hereinbringen und das hat mich wirklich gewundert in der letzten Zeit. Sie können sich sicher erinnern an diesen Germanwings-Absturz vom 24. März 2015, wo dieses Flugzeug in Frankreich von dem Co-Piloten in den Berg gesteuert wurde. 150 Menschen starben. Und da gibt es den Dr. David Healy, ein renommierter Arzt, Referent, Ausbildner und Buchautor, der ein Interview gegeben hat zu diesem Thema. Und da gibt es einfach ein paar Aussagen, die ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Er sagt, es steht fest, dass die Medikamente, die er, Co-Pilot Lubitsch, offenkundig eingenommen hat, Menschen dazu veranlassen können, zu Mördern und Gewalttätern zu werden und einen Massenmord zu erwägen. Es gibt so viele von diesen Massentötungen durch Leute, die Psychopharmaka eingenommen haben, sodass es fast sicher ist, dass in einigen der Fälle solche Medikamente tatsächlich eine Rolle gespielt haben bzw. spielen. Die FDA, die Food and Drug Administration in den USA, hat eine beträchtliche Menge an Daten über das Potenzial von Antidepressiva gewalttätig zu machen. Gleichwohl wurde dieser Bericht über diesen Flugzeugabsturz veröffentlicht und da wurde auch wieder die Geschichte hervorgehoben, dass man noch weiter untersuchen müsse, ob allenfalls die Depression für diese Situation verantwortlich war. Es wurde kein Wort erwähnt davon, dass Medikamente, besonders Antidepressiva, die offenbar von diesen Piloten konsumiert worden waren, einen sehr schlechten Ruf haben in der Szene und dass viele, viele Forschungsarbeiten dazu bestehen. Ich habe von Dr. David Healy auf seiner Homepage von einem Artikel eine Liste gesehen, die entbehrt jeglichen gesunden Menschenverstand. Eine Liste von vielen, vielen Medikamenten. Das geht über Benzodiazepine, über Asthmamedikamente, über Antihistaminika, über Ritalin, über viele stimulierende Substanzen hinweg. Dutzende von Medikamenten, von denen eigentlich nachgewiesen ist, dass sie das Gewaltpotenzial im Menschen vergrößern. Und es wird tagtäglich alles verschrieben in unseren Arztpraxen. Beim Ritalin geht es wieder darum, dass genau wieder diese Rezeptorenebene mitbeteiligt ist. Sie sehen hier die
Kanäle, wo diese Neurotransmitter durchkommen, in diesem Fall das Dopamin, was in der Nebenniere zum Beispiel gebildet wird. Und wenn wenig Dopamin in diesem synaptischen Spalt ist, wird die Signalübertragung verringert. Es führt zu einer Verminderung von Wachheit, von Konzentration, von Antrieb, von Leistungsfähigkeit, von Interesse, von Bewegungsfähigkeit, von Koordination und von Glücksgefühl. Methylphenidat, das ist der Wirkstoff von Ritalin, blockiert die Rückresorption, sodass mehr Dopamin in diesem synaptischen Spalt bleibt. Das heißt, auf gut Deutsch gesagt, eine Steigerung von Wachheit, Konzentration, Antrieb, Leistungsfähigkeit, Antrieb, Interesse und so weiter. Nebenwirkungen: Kopfschmerzen, Benommenheit, Schläfrigkeit, Zittern, Blutdruckanstieg, schneller Herzrhythmus, Übelkeit, Appetitmangel, Gewichtszunahme, Wachstumsstörungen, Husten, Haarausfall, Rastlosigkeit, Unruhegefühl, Schlafstörungen, Tics und Zuckungen. Sie verstehen, wenn wir das durchlesen, dass dabei einige Symptome sind, die wir nachher wieder mit Beruhigungspillen, mit Schlafmitteln und so weiter behandeln können. Also auch hier wieder, wenn wir diese Büchse der Pandora öffnen, wissen wir nicht so ganz genau, was am anderen Ende herauskommt. Und wie soll ein Kind, das keinen Appetit hat und kaum mehr etwas isst, sich dann irgendwann konzentrieren können? Wie soll das gehen? Und gerade bei Kindern, die Ritalin nehmen, ist der Appetitmangel eine beträchtliche Nebenwirkung, die zum Problem werden kann. Auf der anderen Seite muss ich hier sagen, es gibt keine Nebenwirkungen, weil die Wirkung, dass es vielleicht wacher, konzentrierter macht, die ist tatsächlich da. Aber das hier sind keine Nebenwirkungen, sondern das sind alles Wirkungen, die auch eintreten können. Nebenwirkungen bei Medikamenten gibt es nicht, es gibt nur Wirkungen. Also eine Fülle von unerwünschten Wirkungen, die trotzdem halt eintreten können. Und es ist längst nicht mehr so, dass Ritalin nur bei hyperaktiven Kindern eingesetzt werden, sondern auch in Deutschland, in der Schweiz, in Europa, insbesondere aber auch in den USA, werden immer mehr Erwachsene nehmen diese Mittel ein, insbesondere auch bei Berufen, die sehr stressig sind, die vielleicht oft mit Jetlag, mit Nachtschichten und so weiter zu tun haben, aber auch in Managerberufen, wo einfach immer mehr Leistung abverlangt wird. Und was diese Medikamente, diese Amphetamine, diese Aufputschmittel letztendlich machen, ist, dass wir keinen Hunger mehr haben, wir haben nur noch einen Fokus, wir ziehen den Job einfach durch, wir gehen völlig über unsere Grenzen, wir arbeiten bis morgens um 2, stehen um morgens um 6 wieder auf, nehmen die nächste Tablette, machen weiter und so weiter und so weiter. Was letztendlich, und das können Sie sich selber ausmalen, relativ schnell zu einer Problematik führen kann, neben der Abhängigkeit, die durch solche Medikamente entstehen kann, dass die Menschen buchstäblich ihre Körper ausbrennen, herunterfahren und buchstäblich zerstören damit. Was dann letztendlich mit weiteren Medikamenten behandelt werden kann. Keine Frage. Ja? Dann schließt sich der Kreis wieder. Aber das ist ein großes Thema, das in unseren Kreisen wirklich um sich greift, auch in Europa. Und auch da ist es gut, dass wir wissen, worum es geht und dass wir einfach mit einem offenen Ohr hinhören können und die Menschen beobachten in unserem Umfeld, um vielleicht ein bisschen den Riegel schieben zu können, einmal ein paar unangenehme Fragen zu stellen, um herauszufinden, wo diese Menschen tatsächlich stehen, bevor sie an diesem Abgrund stehen, wo sie nicht mehr weiter wissen. Wir müssen uns bewusst sein, dass durch diese Medikamente wirklich Lebensgeschichten und Leben zerstört werden. Jetzt natürlich die Frage nach den möglichen Alternativen. Fangen wir einmal bei der Betrachtungsweise in der Naturheilkunde an, was Schmerzen betrifft. 1,5 Milliarden Menschen leiden weltweit täglich an chronischen Schmerzen. Häufig werden Schmerzen, die an irgendeinem Ort auftreten, von chronischen oder systemischen Entzündungen ausgelöst. Das haben wir vorhin schon sehr schön illustriert bekommen. Die können irgendwo sein. Anstatt jetzt diese Schmerzen einfach am Ort des Geschehens bekämpfen zu wollen, können wir es so machen, wenn wir Entzündungen schaffen zu reduzieren, können dabei auch chronische Schmerzen verschwinden. Natürliche Schmerzmittel können genau dies,
Entzündungsprozesse hemmen und somit Schmerzen lindern, und zwar ohne dabei schädliche Nebenwirkungen zu haben. Und ich möchte Ihnen einfach 2, 3 Sachen vorstellen, um Ihnen einen kleinen Einblick zu geben, was für Möglichkeiten es gibt heute in der Naturheilkunde oder in der natürlichen Behandlung. MSM, ein natürliches Schmerzmittel, ein organischer Schwefel, der so oder so ein Großteil oder eines der Elemente ist in unserem Körper, das vierthäufigste Element in unserem Körper, das vorkommt. Unsere Körper sollten eigentlich rund 150 Gramm körpereigenen Schwefel beinhalten. Das ist eine große Menge für ein Element. Im Fall von Schmerzen, Gelenken, Muskeln und so weiter fehlen meist schon über 50% dieses Schwefels. Und im eigentlichen Sinn, wenn dieser Schwefel fehlt, finden viel mehr Entzündungen in den Geweben, in den Knochen oder auch im Nervensystem statt. Schwefel ist in nahezu allen Lebensmitteln enthalten, insbesondere aber in eiweißhaltigen Lebensmitteln. Und Entzündungen, Verschleiß, Überbelastung verbrauchen täglich Schwefel. Also macht es auch Sinn, wenn wir diesen organischen Schwefel über eiweißhaltige Nahrungsmittel zuführen oder in einem Akutfall tatsächlich vielleicht auch ein MSM als Pulver, als Kapsel einnehmen. Die Nahrungsmittel, die zu dieser Gruppe gehören, sind zum Beispiel Käse, Eier, Fisch, Fleisch, Erdnüsse, Knoblauch, das sind schwefelhaltige Nahrungsmittel, die Zwiebeln, die Kohlarten, Brokkoli, Hafer und Senf, sind alles Möglichkeiten, wie Sie Ihre Aufnahme von organischem Schwefel deutlich erhöhen können, wenn Sie davon essen. Dann ein weiteres Beispiel, eine wunderbare Pflanze, die Teufelskralle, die afrikanische Teufelskralle, Harpagophyton. Es gibt da 2 Studien, die ganz schöne Resultate hervorgebracht haben. Die tägliche Verabreichung von 50 oder 100 Milligramm standardisiertem Teufelskrallenextrakt wirkt besser als Placebo. Und es hat eine gleichwertige Wirkung wie eine tägliche Dosis von Rofecoxib, von Vioxx, hervorgebracht. Vioxx ist dieses berühmte Antirheumatika, das in den USA vielen 10.000 Menschen das Leben gekostet hat. Sie können sich vielleicht erinnern an den Vioxx-Skandal vor einigen Jahren. Also mit Teufelskralle können Sie den gleichen Effekt erzielen, laut Studie. Dann Dolotephin, das ist ein standardisierter Teufelskrallenextrakt, ist eine attraktive Alternative zu synthetischen Schmerzmitteln und von beträchtlichem Nutzen bei chronischen Schmerzen. Die Behandlung mit Teufelskrallenwurzelextrakt besitzt ein weit geringeres Risiko hinsichtlich der Nebenwirkungen als synthetische Schmerzmittel und kann bei einem großen Teil der Patienten zu Schmerzlinderung beitragen. Dann möchte ich Zusammenhänge Ihnen nochmal aufzeigen, die wir am letztjährigen Kongress besprochen haben. Die liebe Frau Dr. Campbell hat uns ja über die Thematik des Darmes, der stillen Entzündungen aufgeklärt und dass, wenn im Darm Entzündungen stattfinden, an der Darmschleimhaut, diese Entzündungen sehr schnell sich über den ganzen Körper ausbreiten können. Und ich lade Sie herzlich dazu ein, diese Filme, diese Beiträge noch einmal sich anzuschauen und sich noch einmal die Zusammenhänge klarzumachen, wie eben chronische Entzündungen entstehen und sich auswirken können im Körper. Aber es macht tatsächlich immer Sinn, wenn Sie zum Beispiel einmal anschauen, wie ist mein Darm unterwegs? Welche Bakterien habe ich im Darm? Habe ich Entzündungen im Darm? Gibt es Nahrungsmittel, die ich im Moment nicht vertrage, die diese Entzündungen fördern? Und könnten diese Entzündungen allenfalls mit Schmerzsymptomen, die ich irgendwo im Körper habe, in Verbindung stehen? Lassen Sie mich kurz ein Beispiel machen, ein Fallbeispiel. Aus meiner Praxis eine Patientin, Jahrgang 1974, starke rheumatische Gelenkschmerzen. Und das hier ist die Auswertung einer Stuhlanalyse, wo wir erstens einmal angeschaut haben, wie die Darmflora aussieht, welche Bakterien sind da, welche fehlen. Sie sehen hier die wichtigsten Bakterienstämme im Darm bei dieser Patientin, die weitgehend extrem deutlich erniedrigt sind. Das heißt, die Darmschleimhaut hat kaum Schutz. Wahrscheinlich ist die Darmschleimhaut entzündet und das Immunsystem und die Entzündungsregulation im Darm funktioniert aufgrund der fehlenden Darmbakterien kaum mehr.
Und auf der anderen Seite sehen wir bei dieser Patientin, dass hier eigentlich alle Entzündungswerte mittelmäßig bis extrem stark erhöht sind im Darm. Wo sich es aber ausgewirkt hat, sind nachher die Gelenke gewesen. Also quasi streuende Entzündungen, mitunter ausgehend vom Darm. Wo die Ernährung, gewisse Heilmittel umgestellt worden sind, sind die Schmerzen deutlich zurückgegangen. Also quasi reflektorische, ausstrahlende Schmerzen. Dann ist es auch wichtig zu sehen, dass wenn wir unsere Körper mit Toxinen belasten, wenn wir unsere Körper verschlacken, und das ist eine Möglichkeit, diesen Prozess im Auge, in der Iris zu sehen, wie hier an diesen 4 Bildern, dann ist es so, dass auch dadurch, durch Übersäuerung, durch Toxine im Gewebe, Entzündungen und Schmerzen an Gelenken, in Muskeln und so weiter entstehen können. Und Sie sehen hier zum Beispiel dieses Foto hier, das ist eine junge Frau, eine 28-jährige Frau, Spitzensportlerin. Und dieses Auge, Sie sehen es, ist ganz deutlich überwachsen mit weißer Substanz, was in der Naturheilkunde bedeutet, dass sehr viele Schlacken im Körper abgelagert sind, die im Moment nicht mehr transportiert werden können und die dort das ganze Bindegewebe, die Versorgung und die Entsorgung im Körper blockieren. Und die anderen, auch hier sehen wir das deutlich, hat diese Schlackenbildung deutlich angefangen, auch hier ein wenig. Das ist ein Zeiger für die Verstopfung von Geweben und Zellen, die unbedingt entgiftet werden muss. Und dabei können zum Beispiel auch Kräutertees helfen, welche Schlacken neutralisieren, Gifte lösen aus dem Körper, in den Umlauf bringen und welche dann auch zum Beispiel durch Wasser trinken gelöst werden können, ausgeschieden werden können oder durch Basenbäder als Beispiel abtransportiert werden können über die Haut. Wenn Sie zusätzlich noch Massagen machen, wenn Sie Ihren Körper bürsten, Ihren Körper pflegen und wirklich das Allermeiste tun, um alles da in Bewegung zu bringen. Das sind einfach einfache Dinge, die Sie zu Hause tun können. Dann, wenn wir davon sprechen, dass wir vielleicht ab und zu mal eine Möglichkeit brauchen, um ein bisschen runterzufahren. Es gibt viele stressadaptive Pflanzen, als Beispiel die Taigawurzel, in der Mitte die Rosenwurz, auch die Passionsblume. Das sind wunderbare Pflanzen, die uns helfen können, Stress zu reduzieren. Was machen diese Pflanzen? Ihre Wirkstoffe setzen genau dort im synaptischen Spalt an, wo es die Medikamente tun und helfen dort, die entsprechenden Neurotransmitter eben nicht zu blockieren, sondern zu steigern, zu harmonisieren, damit eine Anregung oder ein Herunterfahren oder eine Harmonisierung in unserem Nervensystem stattfinden kann und vielleicht schlafanstoßend sind, vielleicht einfach nur beruhigend, vielleicht auch erhellend sind. Wir haben die Pestwurz, wir haben Baldrian, welches ein ganz berühmtes Mittel ist, wo viele Präparate auf dem Markt erhältlich sind, welche in solchen Fällen gegeben werden können. Und eines, was ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe in der Praxis, das sind die Griffonia-Präparate. Griffonia simplicifolia ist eine Pflanze, die Schwarzbohne, die enthält von dem 5-HTP, das 5-Hydroxytryptophan, welches vom Körper direkt zu Serotonin verarbeitet werden kann. Und Serotonin ist das Hormon, das glücklich macht. Der Botenstoff, der entspannt und glücklich macht. Und da gibt es bereits schon fantastische Resultate, oftmals beim Schlafen, wenn wir anfangen, zum Beispiel Griffonia-Präparate einzunehmen, natürliche, höher dosierte oftmals. Und die helfen wirklich dann auch den Schlaf und das Glücklichsein anzuregen. 4 Botenstoffe des Glücks: Dopamin, Serotonin, Noradrenalin, Endorphin. Diese Neurotransmitter in unserem Gehirn steuern unser Wohlbefinden, unsere Laune, unser Glücksgefühl, unsere Wahrnehmung und so weiter. Und was Sie machen können, um diese Botenstoffe zu erhöhen, wenn Sie keine Medikamente nehmen wollen, was Sie nicht sollten, als Beispiel können Sie auch mal eine etwas aufregendere Sportart betreiben. Es muss nicht unbedingt das Drachenfliegen sein. Ich selber bin Gleitschirm geflogen, etwas unsanft gelandet
und habe es seither sein lassen. Aber es ist eine Möglichkeit, mit etwas speziellen, aufregenden Sportarten, mit aufregender Bewegung solche Effekte zu erzielen. Lachen ist ein ganz gutes Rezept. Liebe, Familie, Zuneigung. Auch ein Stück Schokolade kann helfen, kurzzeitig den Serotoninspiegel anzuheben. Alles im Maße. Wir haben von Yoga gesprochen. Yoga, Meditation, Ruhe, schöne Musik. Vielleicht ein Glas Wein. Oder eben moderater Sport kann helfen, dass dieses Endorphinsystem, das Belohnungssystem, das Glückssystem des Körpers schrittweise wieder angeregt werden. Idealerweise sollten wir diese Dinge praktizieren, bevor wir krank sind, damit wir eben gesund bleiben. Das wäre eigentlich die ideale Geschichte. Und wie gesagt, denken Sie immer daran, wenn wir von Schokolade sprechen. Schokolade kann Serotonin, unser Glückshormon, im Körper anheben. Bitte denken Sie daran, dass 98% alles Serotonins in Ihrem Körper im Darm produziert wird. Und zwar mit Hilfe von einem gesunden Darm, von gesunden Darmbakterien und von einer intakten Darmschleimhaut. Deshalb ist der Darm so enorm wichtig, um auch unser physisches, psychisches Wohlbefinden aufrechthalten zu können. Auch hier gäbe es noch viel zu sagen. Was wir wollen, ist ein neuer Ausblick. Dass wir irgendwann sagen können, dass der Arzt zu uns sagt, mit Ihnen ist soweit alles in Ordnung, wir werden Sie nun auf die Symptomdefizitstörung behandeln. Wenn die Symptome einfach ausbleiben. Und wie wir so oft an diesem Wochenende schon gehört haben, dass wir das immer wieder zuvorderst haben, das Königreich der Natur kann alle Kräuter und natürlichen Heilmittel bereitstellen und tut es auch, die wir benötigen, um Schmerzen zu lindern, Unwohlsein zu heilen, Krankheit mit Arzneistoffen zu behandeln, Pein zu mildern und unsere Körper zu heilen. Wobei die wahre Liebe, die Wertschätzung, die Dankbarkeit, die Demut, die Toleranz, die Liebe, die Vergebung, alles, was mit dieser Qualität der Liebe verbunden ist, das allerbeste Heilmittel und die Vorbeugung vor alledem ist. Das ist die zentrale Botschaft an diesem Kongress, die wir immer wieder hören. Und bitte denken Sie daran, unser Körper elemental, unser Geist des Fleisches, es ist wirklich unser bester Freund und wir haben nur einen Körper. Und dieser Ausspruch hier finde ich sehr treffend. Euer Körper ist die Harfe eurer Seele. Es ist an euch, ihm süße Musik zu entlocken oder wirre Töne. Und glauben Sie mir, wenn wir es der Industrie erlauben, dass etwas dazwischen geht, dass solche störenden Substanzen, die die Chemie des Körpers tatsächlich verändern, zu Abhängigkeit führen, zu tatsächlich körperlicher Abhängigkeit, die zwar zurückgeführt werden kann, aber die eben ein großes Risiko in sich birgt und wirklich Leben verändern kann, wo die Kommunikation zwischen uns und unseren wertvollen Körpern einfach unterbrochen wird, das ist nicht richtig. Und das ist einfach der falsche Weg. Und lassen Sie uns wirklich im Äußeren wie im Inneren daran arbeiten, dass diese Dinge verschwinden von diesem Planeten und dass wir Menschen wirklich zurückfinden in die Kommunikation mit unseren Körpern. Wir haben einen Körper für diese Verkörperung, es ist unser bester Freund und wenn wir mit ihm zusammenarbeiten, haben wir die Möglichkeit, physisch wie auch psychisch, geistig viel Freude, viel Schönheit, viele tolle Erlebnisse zu erleben miteinander und ein wirklich erfülltes Leben zu leben. Lassen Sie es nicht geschehen und seien Sie bitte auch aufmerksam, was Ihre Umgebung betrifft, andere Menschen, Freunde, Familie, wenn es um solche Substanzen geht, die wirklich das Potenzial haben, hier viel Störung hineinzubringen. Und denken Sie daran, nicht jeder Körper ist gleich. Wenn ich von Meditation oder von Yoga spreche oder vielleicht von etwas schnelleren Sportarten, nicht jeder Körper mag dasselbe, nicht jeder Mensch mag dasselbe. Und lassen Sie immer eingedenk sein, dass wir da auch nicht verallgemeinern, nicht verurteilen oder keine Tendenzen zulassen. Schauen Sie in Kommunikation mit Ihrem Körper, was Ihr Körper gerne möchte, was ihm hilft, machen Sie Erfahrungen. Und lassen Sie nicht unbedingt, weder von einem Arzt noch von einem Therapeuten, in jeder Weise immer reinschwatzen, was für Sie gut ist. Probieren Sie es aus. Auch das
stärkt das Vertrauen Ihres Körpers zu Ihnen, wenn Sie bereit sind, Dinge auszuprobieren und einfach anfangen, zusammen mit Ihrem besten Freund Lebenserfahrung zu sammeln. Und auf dieser Note möchte ich gerne enden, die Zeit ist nämlich abgelaufen. Und ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass ich Ihnen einen Überblick geben konnte rund um dieses Thema der Medikamenten und auch der möglichen Lösungen dazu. Ganz herzlichen Dank.